Hallo Pfannkuchen. Wahrscheinlich möchte jeder von uns, der eine Katze hat, lernen, sie zu verstehen. Hin und wieder gibt uns das Haustier Zeichen. Vielleicht möchte es fressen, vielleicht möchte es Zuneigung oder es hat Schmerzen und sollte einem Tierarzt gezeigt werden. Genau jetzt werden wir Ihnen erzählen, wie Sie lernen können, Ihr Haustier zu verstehen. Vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Likes zu geben und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos zu verpassen. Und vergessen Sie nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Es wäre sehr interessant für uns zu erfahren, ob Sie Ihre Katze verstehen. Auf welche Weise kann eine Katze mit uns sprechen? Die Katze ist eines der emotionalsten Tiere. Sie kann ihre Gefühle auf mehrere Arten ausdrücken. Durch Reiben, Schwanz bewegen, Schauen, Einsatz der Zunge und Zähne, Lecken, Lecken des Besitzers, leichtes Beißen oder Zwicken. Durch die Körperhaltung. Durch Bewegungen des Körpers, der Ohren, der Pfoten, akustische Signale, Schnurren, Schreien, Miauen, Zischen. Mit diesen einfachen Handlungen drücken Katzen ihre grundlegenden Emotionen und Gefühle aus. Liebe, Wunsch nach Kommunikation, Durst, Hunger, Neugier, Reizbarkeit, Wut, Wunsch, allein zu sein oder eine Bitte um etwas. Für eine komfortable Kommunikation mit dem Tier muss man lernen zu verstehen, was die Katze in diesem Moment sagen möchte. Deshalb sollte man den Gästen und der Mimik im Umgang mit dem Haustier besondere Aufmerksamkeit schenken. Was bedeutet das Reiben an den Besitzern in der Katzensprache? Egal wie klug Katzen auch sein mögen, sie werden von Instinkten geleitet. Gerüche sind für unsere Lieblinge die Hauptinformationsquelle. Mit ihrer Hilfe kommunizieren Katzen mit dem Besitzer und sammeln Informationen für die Kommunikation mit anderen Artgenossen. Um fremde Düfte im Haus zu beseitigen, markiert das Tier die Grenzen seines Territoriums mit seinem eigenen Duft. Da der Besitzer aus Sicht der Katze unantastbares Eigentum ist, markiert das Tier ihn mit Hilfe der Teigdrüsen, die sich an der Schnauze, den Pfoten und am Schwanzansatz befinden. Diese Drüsen sondern spezielle Pheromone ab, die der Mensch nicht wahrnimmt. Um den Besitzer zu markieren, verwendet die Katze ein besonderes Ritual. Sie stößt mit der Schnauze an. Nach einer langen Trennung dreht sie sich um die Beine, drückt sich so fest wie möglich an sie, schnüffelt und berührt dabei mit Zunge und Lippen die Haut des Besitzers. Die Katze reibt sich an ihrem Besitzer, um ihn mit ihrem Geruch zu markieren. Die Katze hat noch einige weitere Gründe, ihren Besitzer zu markieren. Auf diese Weise begrüßt sie ihn, fordert Futter oder bittet einfach um Zuneigung. Das Vorhandensein von Katzenpheromonen im ganzen Haus ist eine Art Anmeldung und Alarmsystem für das Haustier. Einige Haustiere reiben sich nie an den Beinen ihrer Besitzer. Der Grund dafür ist, dass das Tier dem Besitzer nicht vertraut. Besondere Markierungen erhalten nur diejenigen, die keine Gefahr darstellen und Teil der Welt sind. Der Katzen. Was kann uns der Katzenschwanz sagen? An der Position des Schwanzes kann man leicht die Stimmung der Katze erkennen. Ein sicheres Zeichen für eine glückliche Katze ist ein aufrecht stehender Schwanz. Er bedeutet volles Vertrauen zum Besitzer und die Erwartung von Zuneigung und Kommunikation. Wahrscheinlich stammt daher der Ausdruck "den Schwanz hochhalten", der in jeder Situation gute Laune bedeutet. Der Schwanz bei Tieren dient als offensichtliches Zeichen für den Ausdruck von Emotionen. Bei Katzen, die sich auf ihrem Territorium sicher fühlen, steht der Schwanz wie der Lauf einer Pistole in voller Kampfbereitschaft. Besonders beweglich wird der Schwanz der flauschigen Katze im Umgang mit Menschen oder anderen Tieren. In diesem Moment gibt es eine ganze Bandbreite von Bewegungen. Ein nach oben gerichteter Schwanz mit einer Krümmung am Ende zeigt Lebensfreude. Vielleicht zeigt die Katze, dass sie die vollwertige Herrin ihres Territoriums ist. Die Katze ist glücklich. Zufällige Zuckungen des Schwanzes deuten auf Erregung oder Stress hin. Vielleicht sollte die Katze einem Spezialisten gezeigt werden. Das Aufstellen der Haare am Schwanz zeigt Anspannung und Angst. Indem sie ihren Schwanz aufklustert, zeigt die Katze dem Feind, dass sie größer ist als ihre tatsächliche Größe. Das Fell am Schwanz steht in alle Richtungen ab. Die Katze ist sehr erregt und hat Angst. Ein leicht vibrierender Schwanz zeigt Freude über das Wiedersehen mit den Besitzern. Es kann auch bedeuten, dass die Katze auf eine Belohnung wartet. Der Schwanz steht wie eine Röhre, während die Katze auf den Vorderpfoten kauert. Defensive Aggressivität. Man sollte das Tier beruhigen, es streicheln und liebkosen. Wenn die Katze ihren Schwanz nach oben hebt, auf den Vorderpfoten kauert und den Rücken krümmt, ist das ein Zeichen aggressiver Selbstverteidigung. Manchmal hält die Katze ihren Schwanz in einem 45-Grad-Winkel, wenn sie verwirrt ist. Wenn die Katze ihren Schwanz gerade, aber nicht vertikal hält, bedeutet das Aggression und Angst. Ein gesenkter oder zwischen den Hinterbeinen eingeklemmter Schwanz bedeutet Wachsamkeit oder Schuld. Außerdem ist es ein Zeichen von Unterwerfung.
Wenn die Katze ihren Schwanz nach unten senkt, fühlt sie sich unwohl oder schuldig. Nervöses Hin- und Herwedeln des Schwanzes bedeutet Wut und Aggression. Manchmal ist es ein Zeichen für Spielbereitschaft. Natürlich sind alle flauschigen Haustiere individuell. Es lohnt sich, das Tier genau zu beobachten. Vielleicht reagieren Katzen in einigen Fällen auf verschiedene Situationen. Ansonsten, für Besitzer von schwanzlosen Rassen ist es schwieriger, die Stimmung des flauschigen Freundes zu erraten, aber das ist nicht entscheidend. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, dies zu tun. Wie versteht man eine Katze anhand ihrer Augen? Katzen blinzeln, genau wie Menschen, vor Genuss. Manchmal kann man leicht an den Augen des Tieres erkennen, was es im Sinn hat. Erweiterte Pupillen. Die Katze empfindet starke Gefühle. Das können Aufregung, Angst, Freude oder Aggression sein. Wenn das Haustier zum ersten Mal in die Wohnung kommt, erweitert es ebenfalls die Pupillen. Es braucht Zeit, um sich an den neuen Ort zu gewöhnen. Erweiterte Pupillen bei einer Katze deuten darauf hin, dass das Tier starke Gefühle empfindet. Direkter Blick. Dem Tier ist es angenehm in der Nähe des Besitzers und es ist auch ein Zeichen des Vertrauens gegenüber dem Menschen. Leichtes Blinzeln und langsames Zwinkern. Ein Zeichen dafür, dass es der Katze gut geht, sie sich wohl und entspannt fühlt. Oft wird das Dösen von Schnorren begleitet. Leichtes Blinzeln und langsames Zwinkern bedeuten, dass die Katze sich in völliger Behaglichkeit befindet. Die Augen der Katze tragen viel Information, aber man sollte nicht nur auf den magischen Blick des Tieres achten. Es hat noch ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten, um die nötige Information zu übermitteln. Angelegte Ohren. Bei einer Katze sind nicht nur ein Ausdruck von Angst. Eine Katze kann ihre Ohren um 180 Grad drehen und sie unabhängig voneinander bewegen. Die Ohren einer Katze können die wahre Stimmung des Haustiers verraten. Ohren, die senkrecht aufgerichtet sind, deuten darauf hin, dass die Katze stark an etwas interessiert ist. Angelegte Ohren und nach vorne gerichtete Vibrissen bedeuten Angst und Unbehagen. Wenn eine Katze ihre Ohren an den Kopf anlegt, bedeutet das, dass sie sehr verängstigt ist. Ohren, die angelegt und nach hinten gedreht sind, zeigen die Bereitschaft des Haustiers, in den Kampf zu ziehen. Ohren stehen aufrecht und sind nach hinten gedreht. Äußerste Empörung oder Überraschung der Katze. Ohren einer Katze, die aufrecht stehen und nach hinten gedreht sind, bedeuten Überraschung oder Empörung. Wie erkennt man die Stimmung einer Katze an ihren Schnorrhaaren? Die Stimmung einer Katze kann auch an ihren Schnorrhaaren erkannt werden. Schnorrhaare, die nach unten gerichtet sind, deuten auf Traurigkeit, Kummer oder Schmerz hin. Schnorrhaare, die nach vorne gerichtet sind, zeigen Bereitschaft zur Jagd oder Neugierde. Abstehende Schnorrhaare. Angst, Unruhe. Schnorrhaare, die locker an den Seiten hängen, zeigen, dass die Katze entspannt ist. Wenn die Katze wütend ist, stehen ihre Schnorrhaare in alle Richtungen ab. Bei einem Haustier, das Neugier zeigt, stehen die Schnorrhaare nach vorne. Schnorrhaarige Haustiere können auch ihre Pfoten nutzen, um mit ihrem Besitzer zu kommunizieren. Wenn die Katze sie mit der Pfote berührt, möchte sie um etwas bitten. Manchmal wird die Berührung der Katze zur Aufmerksamkeitserregung von einem kurzen Schnurren begleitet. Wenn sie sicher ist, dass man sie bemerkt hat, kann sie vorangehen und den Besitzer hinter sich herführen. Wenn die Katze den Besitzer sanft mit der weichen Pfote im Gesicht berührt, erwartet sie Zuneigung. Wenn das Tier den Besitzer mit den Pfoten tritt, zeigt es ihm großes Vertrauen und markiert ihn gleichzeitig mit seinem Geruch. Wenn sie den Arm des Besitzers mit der Pfote umarmt, bedeutet das, dass sie ihm bedingungslos vertraut oder spielen möchte. Und nun sprechen wir über die Katzentosen. Um den Menschen um sie herum zu zeigen, was sie im Moment will, muss die Katze ihren ganzen Körper einsetzen. Wenn die Katze auf der Stelle tritt, drückt sie Begeisterung und Liebe aus. Ein leichtes Kopfstoßen ist ein Zeichen aufrichtiger Zuneigung. Eine ruhig sitzende Katze, die ihren Schwanz um sich gewickelt hat, beobachtet aufmerksam ihr Territorium. Das Zeigen des Bauches und des Hinterteils ist der höchste Vertrauensbeweis. Tiere, was kann man von ihnen erwarten? Eine Katze, die ihren Kopf unter die Hand oder Achsel des Besitzers steckt. Ein Zeichen von Unruhe und die Bitte um Schutz. Wenn die Katze ihren Rücken krümmt, bereitet sie sich auf einen Kampf vor. Wenn die Katze dem Besitzer den Rücken zukehrt und ihren Schwanz senkrecht hebt, erkennt sie die Vormachtstellung des Menschen an. Ein Tier, das mit seinen Schnorrhaaren an etwas reibt, zeigt Neugier. Wenn die Katze den Besitzer leckt oder an seinen Haaren kaut, zeigt sie Fürsorge. Leichtes Knabbern an der Hand des Besitzers ist eine Bitte, das Tier in Ruhe zu lassen. Ein gekrümmter Rücken und aufgestellte Haare sind ein klares Zeichen für die Kampfbereitschaft des Haustiers. Eine erhobene Pfote mit ausgefahrenen Krallen drückt Unzufriedenheit und Aggression aus. Der Versuch, zu umarmen und abzulecken. Unbedingte Liebe, was bedeutet das? Lecken des Fells. Die Katze ist ein sehr reinliches Tier, das ist allgemein bekannt.
Sie putzt ihr Fell mehrmals am Tag, aber nicht nur aus hygienischen Gründen. Der schnurrbärtige Begleiter bringt seinen Geruch zurück, indem er sich selbst leckt. Die Katze beruhigt sich und baut Stress ab. Wenn die Katze zu oft ihr Fell putzt, bedeutet das, dass sie verärgert oder verwirrt ist. Meistens beginnt die Katze, sich zu putzen, nachdem sie für einen Streich bestraft wurde. Auf diese Weise zeigt die Katze, dass sie schuldig oder beleidigt ist. Wenn die Katze auf einen Ruf zugelaufen ist, aber plötzlich stehen bleibt und sich zu lecken beginnt, bedeutet das, dass sie sich einen neuen Streich ausgedacht hat. Manchmal putzt sich die Katze oft, weil ihr langweilig ist und sie Gesellschaft vermisst. Wussten Sie, dass, wenn eine Katze schnurrt, das noch nicht bedeutet, dass sie mit allem zufrieden ist? Was möchte die Katze mit ihrem sanften Schnurren sagen? Unter den Besitzern flauschiger Lieblinge ist das Klischee verbreitet, dass Katzen aus einem Übermaß an Gefühlen schnurren. Das ist nicht ganz so. Katzen nutzen das Schnurren für verschiedene Zwecke. Zur Kommunikation mit ihren Kätzchen, wenn sie Komfort und Gelassenheit empfinden, um zu zeigen, dass sie etwas vom Besitzer brauchen, um dem Besitzer für die Fürsorge zu danken oder aus Unsicherheit. Zur eigenen Beruhigung bei Stress. Außerdem können Katzen verschiedene zischende und fauchende Geräusche von sich geben. Mit einem Zischen versucht das Tier, den Angreifer zu erschrecken. Beim Jagen von Vögeln und Fliegen, sogar durch das Fenster, gibt das Haustier klackernde Geräusche von sich, um anderen Katzen Signale zu geben und sie zu warnen, die Beute nicht zu verscheuchen. Den gleichen Laut verwenden Katzenmütter, wenn sie ihre Kätzchen das Jagen lehren. Diese Geräusche sind genetisch verankert, daher gibt die Katze sie automatisch von sich. Katzen sind unglaublich intelligente Tiere, die leicht lernen können. Da sie lange Zeit in der Nähe von Menschen leben, haben Haustiere viel von ihnen übernommen. Deshalb ähnelt die klangliche Färbung der von den Tieren erzeugten Lautsignale so sehr der menschlichen. Das Miauen kann liebevoll, fragend, fordernd, sanft sein und die Intonation entspricht vollständig dem Zweck. Daher können Besitzer tatsächlich mit ihrem schnurrenden Haustier kommunizieren, auf seine Frage antworten oder eine Bestätigung erhalten. Außerdem sind diese Tiere echte Manipulatoren. Sie scheinen ihre Besitzer zu programmieren und zwingen sie, ihre Launen zu erfüllen. Das Miauen einer Katze kann mit den Beinen eines kleinen Kindes verglichen werden. Zoopsychologen behaupten, dass die Katze dies absichtlich tut, um das zu bekommen, was sie in diesem Moment will. Einige Katzen miauen sogar aus geringfügigem Anlass. Die gesprächigsten Rassen gelten als Cornish Rex und Orientalisch Kurzhaar. Aber die Krone der Gesprächigkeit gehört zu Recht den Menschen. Das sind echte Katzendaten, die sowohl Geschichten erzählen als auch Lieder singen. Die Besitzer von Katzen, die viel reden, erfüllen manchmal jede Laune des Tieres, nur um eine Pause vom ständigen Miauen zu bekommen. Es gibt ein spezielles Wörterbuchübersetzer für die Katzensprache, das etwa 3000 Wörter enthält, und die Übersetzung der Hauptlaute ist in einer speziellen Tabelle zusammengefasst. Wahrscheinlich ist das alles. Natürlich sollten Sie verstehen, dass eine Katze, wie ein Mensch, ihre eigene Persönlichkeit hat und mit der Zeit werden sie lernen, die Feinheiten ihres Verhaltens zu verstehen. Katzen verstehen mehr als 500 menschliche Wörter und manchmal auch kurze Sätze. Daher ist es nicht so schwer, sich mit seinem Haustier zu verständigen. Die Übersetzung einiger beliebter Laute werden wir in der Beschreibung unter diesem Video hinterlassen. Vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Likes zu geben und Kommentare zu schreiben. Und klicken Sie auch auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir wünschen Ihnen eine pfannkuchenartige Stimmung. Ein Miau Miau.